Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was ihr machen solltet oder machen müsst, wenn ihr den Fehler E29 oder E28 bzw. bei den neueren Geräten den Fehler E330 oder E92 habt. Beide Fehler bedeuten, dass etwas mit dem Durchflusssensor nicht stimmt. Der Fehler tritt im Normalfall schon beim ersten Wassernehmen auf. Um das genauer zu kontrollieren, baut ihr, wie hier im Video gezeigt, die Arbeitsplatte ab. Das sind 2 Schrauben von hinten. Danach könnt ihr die Arbeitsplatte relativ einfach nach hinten wegziehen. Wenn das nicht so einfach geht, dann haut einmal vorne kurz gegen die Arbeitsplatte dagegen. Dort klemmt die manchmal ein wenig. Wenn ihr dann die Arbeitsplatte abgebaut habt, seht ihr hier hinten diesen kompletten Schlauch mit den Zulaufventilen. Dort entfernt ihr die Verkabelung. Achtet bei den Steckern darauf, die sind mit kleinen Widerhaken gesichert, die müsstet ihr zur Seite biegen und erst dann könnt ihr die Kabel entfernen. Hier haben wir das Kabel für das Magnetventil, auch dort ist wieder so ein kleiner Haken dran, den drückt man nach unten und danach kann man den Stecker entfernen. Ganz unten ist noch der Stecker für den Sensor, den können wir aber erst später entfernen. Dazu muss erst alles herausgenommen werden. Habt ihr dann die Verkabelung entfernt, entfernt ihr hier hinten bitte noch diese beiden Schlauchschellen von den Schläuchen. Wenn die Schlauchschellen gelöst sind, könnt ihr entweder versuchen, die Schläuche jetzt schon herauszuziehen. Ich mache es etwas anders. Ich baue mir erst das Gehäuse aus. Dafür ist hier links unten im Normalfall noch eine Schraube drin. Die fehlt hier bei diesem Gerät, die ersetze ich aber nachher. Und wenn ihr diese Schraube herausgeschraubt habt, nehmt ihr einen Schlitzschraubendreher und hebelt in diesen Schlitzen diese kleine Halterung etwas nach oben, dass unten diese Rastnase herausgeht. Das macht ihr auf beiden Seiten. Das macht sich manchmal etwas schwierig, weil man da etwas Kraft braucht. Dabei kann aber nichts abbrechen. Zur Hilfe könnt ihr von innen die ganze Einheit etwas nach vorn drücken. Wenn ihr das dann gelöst habt, nehmt ihr es etwas heraus und ihr könnt das restliche Kabel lösen, weil ihr dann besser herangelangt. Wenn ihr das Kabel gelöst habt, könnt ihr dann auch noch die Schläuche abziehen und ihr habt den kompletten Zulaufschlauch ausgebaut. In diesem Zulaufschlauch befindet sich dieser Durchflusssensor. Leider gibt es den nicht einzeln und man muss den ganzen Spaß komplett tauschen. Wenn ihr dann den Schlauch ausgetauscht habt bzw. euch einen neuen Schlauch besorgt habt, geht ihr zum Einbau in umgekehrter Reihenfolge vor. Zuerst fädelt ihr den kompletten Aquastopp wieder hier etwas ein. Danach mache ich es so, dass ich die Schläuche zuerst wieder aufstecke. In welcher Reihenfolge ihr das letzten Endes macht, das bleibt euch überlassen. Wenn die Schläuche aufgesetzt sind, nehme ich zuerst den unteren Stecker. Das ist der hier mit den grauen Kabeln. Das sollte man sich, wie gesagt, im Vorfeld etwas merken, wo die angeschlossen werden. Und wenn dieser Stecker angeschlossen ist, wird diese Halterung hinten zuerst oben eingerastet und dann unten hineingedrückt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Ganze wieder mit der Schraube sichern. Danach werden dann oben noch die restlichen Kabel wieder angeschlossen und eingesteckt. Und vergesst bitte auch nicht, zu guter Letzt noch die Schlauchschellen an den beiden Schläuchen wieder festzumachen. Bei einem ersten Probelauf ist es auch sinnvoll zu schauen, dass hier alles dicht ist und kein Wasser austritt. Und erst wenn das alles erledigt ist, solltet ihr die Arbeitsplatte wieder anbauen. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.